Alright Leute, noch wenige Tage bis Dragon Ball Sparking Zero draußen ist und ihr wisst, wie es läuft. Wir haben über 182 spielbare Charaktere in dem Spiel. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage zum Release, hey, wie sieht es mit den Main-Charakteren aus? Welche Charaktere wird man zusammen erstellen für ein Team, um sich ein Team zu bauen? Was wird sozusagen das Main-Team werden? Insbesondere auch für den Online-Modus und für die Ranked-Matches. In Bezug auf Ranked-Matches wird es auch so etwas wie Teamkost geben. Das heißt, man kann jetzt nicht alle Charaktere oder alle krassen Charaktere in ein Team bauen. Muss man da so ein bisschen ausweichen vielleicht auf den einen oder anderen Charakter. Und das spielt da auch eine Rolle. Ich habe jetzt zu dem Standpunkt noch nicht die Infos, was die Charakter- und Teamkost angeht. Auch wenn da schon ein paar Sachen im Umlauf sind, warte ich, bis das Spiel draußen ist. Trotzdem will ich euch jetzt von dem, was ich mir an Eindrücke sammeln konnte, dadurch, dass ich schon viele Charaktere angespielt habe, mein potenzielles Main-Team vorstellen. Und ich bin auch gespannt darauf, Freunde, was eure Main-Teams sind. Vielleicht wisst ihr schon, welche Charaktere ihr unbedingt main wollt, von dem, was ihr bisher gesehen habt. Oder sobald das Spiel draußen ist, könnt ihr natürlich auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was euer aktuelles Main-Team ist. Ich fange an der Stelle einfach direkt schon mal an, Leute. Man kann sich Teams mit bis zu 5 Charakteren erstellen. Und da ist natürlich die Frage bei so einer Auswahl von 182 Charaktere, welche das sein werden. Ich habe es in einem Video schon mal angeschliffen. Ich habe mega Bock, Muten Roshi, Master Roshi reinzupacken, weil ich seinen Spielstil ganz cool finde. Er ist einer der Bodencharaktere, die, sage ich jetzt mal, nicht fliegen können und deshalb auch ständig nach unten sinken. Da muss ich noch gucken, wie das, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu den anderen Charakteren im Balancing ist. Ich denke, er wird wahrscheinlich nicht so eine hohe Character-Cost haben, aber die Transformation und das Kamehameha zu sehen und Mafuba und so, fühle ich einfach unnormal, weil es mir wieder voll die Classic-Vibes gibt. Deshalb werde ich ihn ins Team packen. Vielleicht auch hin und wieder mal mit Yajirobe ausswitchen. Aber das ist Character-Slot Nummer 1. Character-Slot Nummer 2, Freunde, wird bei mir definitiv ein Goku werden. Wir haben zwar 18 Formen von Goku im Spiel. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, welche das sein wird. Ich kann mich an der Hinsicht auch schon ein bisschen festlegen. Und zwar höchstwahrscheinlich einer dieser 3 Goku-Formen. Goku-Based Form, Dragon Ball Super, weil ich mit ihm dann, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit habe, immer noch zum Super Saiyajin, Goku und Goku Blut hoch zu transformieren. Und entweder Dragon Ball Super Goku oder der GT Goku, weil ich auch mega Bock habe auf den 4-fachen Goku. Klar könnte man hier direkt mit dem 4-fachen starten, ich denke aber auch aus Character-Cost-Gründen macht es Sinn, weil ich finde den Base GT Goku vom Moveset her cool. Aber er kann ja auch instant transformieren mit den richtigen Transformationspunkten, wenn er die richtige Anzahl hat, direkt zum 4-fachen. Und so spare ich mir auch ein bisschen Teamkost ein. Oder als letztes natürlich Ultra Instinct Goku. Da würde ich aber wahrscheinlich auch mit sein Goku anfangen und dann hochtransformieren. Aber einer dieser 3 Gokus werde ich safe in meinem Main-Team haben. Slot Nummer 3 wird dann höchstwahrscheinlich auch ein Vegeta werden. Dragon Ball Super Vegeta nehme ich mal an. Warum? Wenn ich den Dragon Ball Super Goku drin habe, wird der Vegeta auch am Start sein, dass ich natürlich noch die Möglichkeit habe zu fusionieren in Bezug auf Vegetto oder Gogeta, die natürlich auch unfassbar nice sind. Und wenn ich die, sage ich jetzt mal, im Team habe, besteht die Möglichkeit der Fusion. Ansonsten, wenn ich, sage ich jetzt mal, keinen Dragon Ball Super Goku mitnehmen sollte, zum Beispiel den GT Goku oder Ui Goku, ich weiß gar nicht, ob der Ui Goku dann mit Dragon Ball Super Vegeta fusionieren kann. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, weiß ich nicht. Wenn das mit der Fusion nicht klappen sollte, werde ich Vegeta, Dragon Ball Super Vegeta ersetzen mit einer der folgenden Charaktere, auf die ich echt Bock habe. Z Broly, unfassbar crazy. Hit, da habe ich auch mega Bock drauf, der spielt sich auch sehr stark. Oder einen der Gohans, zum Beispiel Super Saiyan 2 Gohan, Prime. Oder halt eben Future Gohan. Ich weiß, Future Gohan werden sehr, sehr viele Main. Er ist echt cool, er hat ein echt geiles Moveset. Der war damals in Budokai Tenkaichi 3 auch sehr, sehr strong. Oder Goku Black. Also wenn ich Vegeta nicht drin haben sollte. Und als letztes, Leute, letztes sage ich nicht, sorry, als vorletztes hätte ich noch Jiren, den ich auch sehr, sehr gerne mit reinnehmen würde, weil ich finde ihn auch unfassbar strong. Muss aber an der Stelle auch sagen, ich glaube, aufgrund der Character Cost kann es ein bisschen knackiger oder schwieriger werden. Als letztes ein Charakter, der eigentlich auch, so wie Muten Roshi bei mir, safe ist. Ich weiß aber, dass viele auch den Main wollen. Ich sage das in der Hinsicht, weil ich habe eigentlich nicht so Bock, immer die gleichen Mainstream-Charaktere zu zocken. Vor allem in meinem Main-Team zu haben. Aber auf wen ich auch sehr, sehr Bock habe, ist ein Schwert-Charakter. Ich habe ja Yajirobe, sage ich jetzt mal, schon erwähnt gehabt, der ja auch ein bisschen mit dem Schwert kämpft. Ist aber für mich so ein bisschen ein kleiner Troll-Charakter. Aber um es ernst zu meinen, Freunde, Schwertcharaktere, Z-Sword Trunks, Digga. Auf den habe ich unnormal Bock. Er spielt sich sehr, sehr cool und seine Ulti gefällt mir einfach so krass. Ich habe aber auch
im Discord, Shoutout geht an Cenk, was gesehen. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, aber dass man auch dem Future Trunks diese Z-Ulti ausrüsten kann, sodass er, sage ich jetzt mal, auch den Gegner aufschlitzt. Von daher wäre vielleicht Future Trunks auch eine Option, aber ich würde aber wahrscheinlich bei dem Z-Sword Trunks bleiben. Oder, interessant, Freunde, Movie-Character Tapion, weil er hat auch ein ähnliches Moveset wie der Z-Trunks, ein bisschen recycelt, aber ein bisschen anders. Hängt halt dann an der Stelle davon ab, wer, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger Teamkost hat. Wenn gleich viel haben, würde ich wahrscheinlich auf den Trunks gehen. Aber das sind so gesehen jetzt mal die 5 Charaktere, die ich mainen würde. Ich fasse nochmal zusammen. Ein Goku, darunter Dragon Ball Super Goku, GT Goku oder Ui Goku. Dann ein Muten Roshi, ein eventuell Dragon Ball Super Vegeta oder halt Broly Hit Gohan, Goku Black. Und als Abschluss, Freunde, dann noch Jiren, sage ich jetzt mal, mit Trunks oder Tapion dann eventuell, also noch ein Schwert-Charakter. So könnte ich mir mein Main-Team vorstellen. So in diese Richtung wird es sich wahrscheinlich bewegen. Ich denke mal so 60 bis 80% von den genannten Charaktere werde ich vielleicht später auch spielen. Oder es kommt halt ganz anders, Freunde, und ich werde ganz andere Charaktere picken. Ich werde aber nicht Whis nehmen, Leute, sage ich an der Stelle. Also hin und wieder mal vielleicht, aber fokusmäßig ist Whis nicht im Main-Team geplant. Ui Goku dann vielleicht schon eher. Aber ich denke, mit Goku macht man an der Stelle nie was falsch. Ich weiß auch nicht, wie der Daima Goku sich spielen lassen wird. Oh, Classic Goku würde ich vielleicht auch nochmal in der Rotation lassen. Also statt Muten Roshi oder Yajirobe vielleicht noch den Classic Goku. Weil der auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen schwächer ist, aber von den Goku-Variationen so ein bisschen einfacher gehalten ist. Und trotzdem aber, finde ich, ein cooles Moveset hat, weil es optisch einfach cool aussieht. Also 4 wirklich starke Charaktere, würde ich jetzt mal sagen. Und ein so ein bisschen Troll-Bait-Charakter, der wird halt für die Teamkost, denke ich, relevant sein, dass ich auf den ausweichen kann. Das ist sozusagen mal der Plan, den ich fahren möchte. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, Freunde. Wie gesagt, wenn ihr schon ein Main-Team habt, wie das aussehen könnte, welche Charaktere ihr, besser gesagt, vorhabt zu Main. Und bin dann auch gespannt, schlussendlich, welche das sein werden. Ich hoffe halt, und ich glaube, das wird schon nicht der Fall sein, einfach auf Grundlage auch der Character-Cost, dass wir halt nicht alle immer dieselben Charaktere im Online-Modus sehen werden. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, Leute, wenn das Game draußen ist, was die Tierliste und Rankings angeht. Also welche Charaktere dementsprechend ganz weit oben sein werden, unter Whis, und welche ganz unten sein werden, beziehungsweise auch das obere Mittelfeld, sage ich jetzt mal. Das werden wir aber sehen, wenn es soweit ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich unfassbar drauf, Leute. Ihr wisst gar nicht. Online-Modus wird auseinandergenommen, Freunde. Deshalb checkt gerne Twitch ab. Da werde ich täglich live sein, wenn das Spiel draußen ist. Und ich freue mich auf Kämpfe gegen euch, Leute. Bin sehr, sehr gespannt. Einige von euch haben echt eine dicke Lippe in den Kommentaren riskiert. Ich hoffe, die bereuen das nicht.